Somewhere in the Italian countryside, there's a small town buried underground, at an undisclosed location, hard to find and even harder to enter. In the belly of a mountain, we found the secret NATO bunker, which is one of the largest ones we've ever explored. If the Cold War had gone hot, World War III would have been fought from here. In weeks of isolation, this would have been the NATO headquarters for military operations in the Mediterranean world, safe from any nuclear, biological or chemical attacks. Today, the danger is waiting inside. After years of decay, the tunnels became a contaminated labyrinth of mildew and asbestos, leaky pipes and old machinery. In this adventure, we're walking kilometers in the dark. While breathing heavily in thin air, we risk losing our orientation at any time. But in this exploration, there is no place for doubts. Joining us venturing underground and unveiling a world most people would never have thought even existed. You can now pre-order our 2021 Urbex calendar. We provide more info at the end of this episode. Ja, hier wird ein bisschen knapp, aber geht. A forgotten road at the foot of a mountain leads us to today's adventure. This is a former military area, abandoned for 25 years and reclaimed by nature today. To be honest, it was hard for us to rest last night because we were nervous. And we still are. This might be the riskiest exploration of our whole Italy trip. Ja, hier sieht man unser Auto nicht so leicht. Also hier sind schon viele Militärreste zu sehen und direkt neben unserem Auto liegt offenbar auch schon Schrotflintenmunition. Was genau erwartet uns jetzt hier? Also ein richtig cooler NATO-Bunker vom Kalten Krieg, der jetzt schon seit einer Weile verlassen ist. Und das Problem ist halt, dass das richtig verseucht ist mit Asbest. Deswegen haben wir alle die Masken am Start. Und ja, der Zugang, der wird auf jeden Fall auch sehr abenteuerlich. Das ist der Einstieg in den Bunker. Und da sollen wir jetzt reinpassen. Oder rein? Ja. Alter, das ist ein richtig kranker Wind. We think this is an old cable shaft, barely big enough to crawl through. It's a leap in the dark, because we don't know what awaits us. Ich glaube, das ist asozial. Das ist richtig weit, glaube ich, da rein. Das ist richtig weit. Also es geht 20 Meter vielleicht mit der Höhe. Ja, das sind eher 20 Meter. Oh nee. Liegen auch Glasscherben rum. Das wird richtig hart, Leute. Oder was mit dir? Das ist auf jeden Fall nichts für Leute mit Platzangst. Definitiv nicht, Alter. Klaustrophobisch soll es hier nicht sein.
Also die Spannung steigt. Niemand hat Lust zuerst reinzugehen. Das Problem ist, der Weg ist ein bisschen blockiert und wer zuerst reingeht, Muss den ganzen Scheiß. ja, der muss das alles wegräumen und deswegen ziehen wir jetzt Stöcke und der mit dem kürzesten Stock, der muss vor. Der mit dem längsten, sorry. Haufen Müll da hinten. Tobi, du ziehst zuerst. Cargo. Der mit den längsten geht zuerst, oder? Das ist der längste. Du hast den längsten. Du hast den längsten, immerhin was. Okay, Kacke. Das schiebst du einfach den Rucksack her, das ist ja nur so ein Schutzanzug. Mal sehen, wie lange es dauert, da reinzukommen. So weit ist es gar nicht. Okay. Das sind nur 10 Meter oder so. Nur 10 Meter, also gute Nachricht. Das ist easy. Ja, er ist dahinter. This small shaft is a stark contrast to the big entrance of the bunker. There were 2 of them, but both are bricked up today. Right now we are at the main doorway, or what is left of it. So, Tobi hat es auch geschafft. We also know about an emergency exit of the bunker, but all 3 access points were sealed. So the former cable shaft is the only way in or out. Let's hope it stays open as long as we are inside. Schauen wir mal, wie weit das geht. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. Am Ende des Tunnels. Na dann gehen wir mal auf Entdeckungstour. From this point on we are surrounded by darkness. No air vents or windows, no light or heat sources. It's a hostile environment for life. Das ist auf jeden Fall angenehm kühl hier drin. Draußen sind es heute irgendwie fast 30 Grad, aber hier es wird jetzt halt zunehmend kühler, je weiter wir reingehen. Also ich bin auch froh, dass ich den Pulli anhabe. Wie spät ist es? Jetzt ist es 1:15. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Der geht noch richtig lang auf jeden Fall. Passt auf diese Löcher hier am Boden auf. Tobi, wie weit müssen wir jetzt laufen, um im Bunker anzukommen? Das ist ja noch der Weg rein eigentlich. Ich glaube so 1 Kilometer oder so. Holy shit. Alles okay? Ich hab gerade nicht aufgepasst vorher. Holy shit. Hast du den gefahren? Was? Und der Kamera? Ich habe einfach nur nach vorne geguckt. Da ist noch besser in der Mitte, da sind keine Löcher. Ja, hier ist das nächste. This is the perfect moment for a disclaimer. Don't attempt such underground explorations yourself, especially if you're inexperienced and unprepared. Always carry sensors to monitor oxygen and gas levels, and also bring enough supplies and a lot of water. Forget your cell phones, they don't work underground. Nobody can save you if you're hurt or in danger. Enter at your own risk. Alter, hier ist der Eingang. Die erste Abzweigung und wir sind jetzt 10 Minuten gelaufen. Einfach nur geradeaus. Hier, Military Grade Filter.
If we followed the tunnel, we would have reached the other sealed entrance after a few kilometers. But we decided to enter this massive fallout door. The exploration of the bunker starts now. This is a corridor that connects several blocks with up to 5 levels. On paper it seems clear, but in reality it's a maze of rotten tunnels, rusty pipes, stripped machinery and complete darkness. Hier geht es jetzt eine Etage höher. Jede Menge große leere Räume. Apart from moldy furniture, almost all the spaces down here were emptied when soldiers left the bunker for good. But back when it was active, 200 to 300 people were stationed here at any time, ready in case of an enemy onslaught with conventional, nuclear, biological or chemical weapons. But you can never know when there will be an attack, or if there will be one in the first place. That is why soldiers had everything down here to help pass the time. Ich glaube, das ist ein Billardtisch, oder? Wir sind hier halt alles Mögliche für die Unterhaltung der Soldaten. Da drüben ist ein Kino. Und guck mal hier rein, hier ist wie sowas wie eine Bar oder so. Der Aufenthaltsbereich. Irgendwo die zentrale Steuerung. Vielleicht irgendwas Telekommunikation oder so. Vorsicht! Das ist scheiß verdient. Na gut. This site was one of the first NATO bunkers that was built secretly. It was never officially recognized by the Alliance. Shortly before the height of the Cold War, this facility was built. In the 1950s, the tunnel that stretches several kilometers was dug in the mountainside. Right in the middle of the mountain, the side tunnel was formed. It was turned into the bunker we are exploring now. It was supposed to be the command and communications post of the Mediterranean NATO units. They were stationed in a big Italian city nearby. But in case of an attack by a member of the Warsaw Pact, the soldiers would have been sheltered here. Up to 1,000 people for multiple weeks. A war could be fought from this secret base. This is the centerpiece of the facility. The operation room stretches several floors and features a map with different NATO bases in Europe and especially the Mediterranean area. Strategic and tactical decisions would have been made here, but luckily this was never necessary. We won't get closer to the Cold War than this.
Here you see some of Toby's shots. Our Italian friend explores abandoned places all over Europe and uploads stills of the most fascinating ones to his Instagram page. We shared the link to that in our video description. Say hi from us. Hat aber jemand ganz viel Schnur mitgenommen. Sieht ganz so aus, als ob sich jemand hier beholfen hat. Ja, einer von unseren Vorgängern, der vor uns hier drin war, hat hier einen Faden gelegt, eine Schnur wahrscheinlich, damit er den Weg wieder zurückfindet. Guck mal, wie das leuchtet. Oben an der Decke. Überall Kondenswasser hier über uns. Alter, jetzt ist noch was unter die Maske getropft. Wisst ihr noch, wie wir zurückkommen? Ich weiß ungefähr. Soll ich anmachen? Sieh dir mal das Papier an. Das wird nur noch von der Folie zusammengehalten. Ja, so wie der Rest vom Bunker aussieht, ist das auch recht verständlich. Das ist komplett zerfallen. Hier, Vorsicht. Alter, hier das Schwein rum. Heftiges Echo. Denkt ihr, das ist ein Notausgang oder so? Also wir sind jetzt diese Leiter ganz nach oben geklettert. Hier auf unseren Händen von der Leiter, der ganze Rost hat unsere Handschuhe orange gefärbt. Ich glaube, das ist auch orange Farbe, oder? Oder orangene Farbe. Und jetzt sind wir im, keine Ahnung, größten Raum, den wir jemals unter Tage gesehen haben. Schau dir das an. Ich denke, das muss ein Wasserspeicher sein oder sowas. Und das ist auf jeden Fall das krasseste Echo überhaupt hier. Es hört einfach gar nicht mehr auf, das Echo. Das hört nicht auf. In the mid-90s, the bunker was decommissioned and sealed. But today, it's a toxic dump buried under a mountain. In fact, it's one of the most serious environmental problems in the region. It's said that parts of the underground facility collapsed, so it's uncertain what kind of chemical or other substances are still inside. Some toxic waste gets outside from time to time, because scrap metal thieves strip the old tunnels. Alles. Guck mal, das ganze Ding ist komplett verschüttet. Hier ist wahrscheinlich noch Werkzeug von den ganzen Kabeldieben, die hier waren. Ja. Sägen, Zangen. Vorhin haben wir auch einen Bolzenschneider gefunden.
In need of fresh air and with our clothes all filthy, we are heading outside again. We leave the bunker behind, well aware that we didn't discover all of it. But exploring underground is both physically and mentally exhausting. And wearing tight face masks only makes it harder. Ich bin fertig mit der Welt. This bunker remains a hidden secret today. Even though it was home to hundreds of people for decades, its existence was never confirmed by NATO. Many locals have never heard of it before and never will. And you can't blame them, because there is barely any sign of this underground city on ground level. If you are lucky, you can spot an old guard tower somewhere on the hills. The rest of the facility, though, is deserted and has been swallowed by nature. Nach 5 Stunden sind wir jetzt wieder draußen und komplett verdreckt. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwie einen Fluss suchen, um zu schauen, dass wir uns irgendwie wieder sauber kriegen. After exploring Italy for 4 days straight, this is the first time we are seeing the ocean. It's a timeout we needed because we crossed the whole country without any breaks. By now, we've reached the far south, where we are targeting an abandoned church we'll present in our next episode. Far off our route, we are taking a long detour just to explore this place. There were rumors about it already being collapsed, and its history gone forever. But luckily, it was still intact, more or less, when we arrived. When we talk about the beauty of decay, we talk about sites like this. Be part of this exploration in the mid-season final of our Italy series before it returns in 2021. Starting today, you can pre-order our Urbex calendar for 2021 as a present or for yourself. It features photos and stories from our most favorite explorations. Secure your copy of the limited edition and follow the link to our online shop. It's provided in the description and the pinned comment under this video. By purchasing the calendar, you support our endeavors. Our team aims to explore and document abandoned places all around the globe. All of the supporters contributing to our project make these adventures possible in the first place. A big thank you from our side, seriously. Keep exploring, guys.